Herzlich willkommen zum Passivhaustag 2020. Dieses Jahr leider nur als Virtual Edition, aus Gründen. Unser Exemplar hier im Herzen des Ruhrgebiets ist nun mittlerweile fast 10 Jahre alt. Wir blicken also auf ein bisschen Erfahrung zurück und können sagen, ja, das Prinzip funktioniert. Für uns stand damals fest, wenn wir uns schon für den Luxus eines Eigenheims entscheiden, dann sollte es möglichst nachhaltig sein. Also entweder eine Sanierung im Bestand oder gleich ein richtiges Passivhaus. Am Ende ist es ein Holzrahmenbau nach eigenem Entwurf geworden, der die Möglichkeiten des Grundstücks ideal aufnimmt. So leben wir zum Beispiel nicht zuletzt aufgrund der Verschattung des nahen Waldes im ersten Obergeschoss unserer Belle Etage, wo wir auch die größten solaren Wärmegewinne realisieren, und schlafen im Erdgeschoss. Eine gute Entscheidung im Hinblick auf die immer häufiger werdenden Hitzeperioden. Oft wird ja vergessen, dass Passivhäuser auch im Sommer ein sehr behagliches Raumklima ermöglichen. Die thermische Hülle wurde mit Zellulosefüllung und Holzweichfaserplatten realisiert und ist komplett wärmebrückenfrei. Knifflig war lediglich die Realisierung von innenliegenden Raffstorkästen. Hier haben wir uns mit Vakuumpaneelen beholfen. Der Keller befindet sich außerhalb der thermischen Hülle. Wir betreten das Haus standesgemäß über einen Windfang. Das Herz eines jeden Passivhauses ist natürlich die kontrollierte Wohnraumlüftung. Die Frischluft wird zunächst mit Industrietaschenfiltern gereinigt und durch einen Sohle-Erdwärmetauscher vorkonditioniert. Die PE-Rohre für die Sohle haben wir seinerzeit einfach einmal um die Bodenplatte in die Baugrube gelegt. Die Lüftungsanlage selbst steht relativ zentral im Haus unter der Treppe, was kurze Leitungswege ermöglicht. In Verbindung mit dem äußerst geringen Druckverlust der Taschenfilter verbraucht sie nur ca. 17 Kilowattstunden Strom pro Monat. In den Schlafzimmern wird die Zuluft über Induktionsventile verteilt und im Wohnzimmer als Quellventil. Den Abluftstrang schützen wir zusätzlich durch G4-Filter in den Ventilen vor grober Verschmutzung. Und in der Küche haben wir uns erlaubt, die ganze Mimik im Schrank zu verstecken. Die Restheitsenergie und das Brauchwasser wird mit einer kleinen Direktverdampfer-Wärmepumpe zusammen mit einem drucklosen Hygienespeicher bereitgestellt. Die Systemtemperatur liegt dabei je nach Jahreszeit bei lediglich 35 bis 45 Grad, damit sich die Wärmepumpe nicht so anstrengen muss aufgrund hoher Spreizung. An den Zapfstellen sorgen solartaugliche Durchlauferhitzer für komfortable Wassernacherwärmung und machen eine Zirkulation mit den damit verbundenen Bereitstellungsverlusten überflüssig. Sinnvoll ist übrigens grundsätzlich die vollständige Trennung der Wärmeverteilung von der Lüftungsanlage, um hohen Luftwechsel und damit trockene Luft im Winter zu vermeiden. In unserem Fall sorgen ein paar Quadratmeter Wandheizungsflächen für angenehme Temperaturen. Unser Energieverbrauch entspricht ziemlich genau dem Durchschnitt einer vierköpfigen Familie. Passt also. Mit dem kleinen Unterschied, dass in unserem Fall auch Heizung und Warmwasser enthalten sind. Die knapp 8 Kilowatt Peak große Photovoltaikanlage auf dem Dach macht aus dem Passivhaus über das Jahr bilanziert ein Plusenergiehaus. Wir speisen etwa doppelt so viel Strom ins Netz ein, als wir von unserem Ökostromanbieter beziehen. Ein gutes Gefühl. Zusammengefasst, wir sind zufrieden, würden immer wieder so bauen und stehen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Alle technischen Details finden sich in der Passivhaus-Datenbank unter der laufenden Nummer 2464. Vielen Dank für das Interesse und vielleicht sieht man sich ja zukünftig einmal in der wirklichen Welt.